Herzlich willkommen zu meinem Let's Play Herrscher des Olymps Zeus mit dem Add-on Herrscher von Atlantis, Poseidon. Ich bin euer Dominus und wir starten ein neues Abenteuer aus dem Add-on Herrscher von Atlantis, Poseidon mit dem Titel Die Wiedergeburt von Atlantis. Harte Zeiten sind über Atlantis hereingebrochen. Es ist schwer, an Nahrungsmittel und Waren zu kommen und die Menschen kämpfen ums Überleben. Dieses Abenteuer besteht aus 6 Heimatstadt- sowie 2 Kolonie-Episoden und besitzt einen hohen Schwierigkeitsgrad. Ja, da bin ich mal sehr gespannt, was uns bei diesem Abenteuer erwartet. Ja, und wir starten auch direkt die erste Episode. Stichwort das Mittelmeer. Die schreckliche Seuche, die sich verheerend auf viele Länder rund um das Mittelmeer ausgewirkt hat, ist vorüber. Doch ihre Nachwirkungen dauern an. Die Straßen von Ägypten und Phönizien sind übersät mit den bedauernswerten Opfern. Stille herrscht auf zahlreichen Landgütern und in vielen der Werkstätten, wo einst fröhliche Arbeiter ihren Tätigkeiten nachgingen. Nur wenige Waren und Lebensmittel werden produziert. Die Auswirkungen der Seuche beschränken sich nicht auf das Mittelmeer. In Atlantis fordert der Mangel an ägyptischen und phönizischen Erzeugnissen seinen Tribut. Die Regale der atlantischen Agoras sind so gut wie leer. Die Menschen von Gades bis Autoch stehen Schlange für die Waren, die sie so dringend benötigen. Die Stimmung ist gedrückt und viele jammern, dass Atlantis wohl nie wieder den Ruhm früherer Zeiten erlangen wird. Athlon, der ruhmreiche Hochkönig von Atlantis, hat sein ältestes Kind in die östlichste Region von Atlantis geschickt, um die Qualen seines Volkes zu lindern. Dort soll eine große Stadt entstehen, die die hohe Zeit der Blüte von Atlantis verkörpert. Diese Stadt soll Kleitos genannt werden, zu Ehren von Kleito, der Mutter unseres unsterblichen Königs Atlas. Das Volk von Atlantis könnte dann voll Stolz auf diese Stadt zeigen und wissen, dass Atlantis immer noch führend ist. Diese erste Episode des Abenteuers Die Wiedergeburt von Atlantis trägt den Namen Wiederaufbau. Ja, und wenn wir uns an das Ende des letzten Abenteuers erinnern, mediterranes Leben, wissen wir, dass eine Seuche sich vom Mittelmeerraum gen Westen ausgebreitet hat. Ja, und diese Seuche hat dafür gesorgt, dass der Handel zwischen Atlantis und dem Mittelmeerraum zum Erliegen gekommen ist. Diese Seuche ist nun vorbei, aber die Nachwirkungen sind immer noch zu spüren. Auch in Atlantis, wo es keine Waren mehr gibt aus dem Mittelmeerraum. Wir, der Sohn des Hochkönigs Athlon, sollen eine neue Stadt gründen, Kleitos, um Atlantis wieder zu Glorie zu verhelfen. Unsere Ziele sind 800 Personen in einer Wohnung der Kategorie Stadthaus oder besser, sowie 40 Personen in einer Wohnung der Kategorie Residenz oder besser zu beherbergen. Ja, und wir brauchen die Unterstützung von 3 Tririmen. Einiges, was wir tatsächlich für diese erste Episode erreichen müssen. Naja gut, dann schauen wir uns mal die Karte an, wo wir Kleitos gründen werden. Ja, obligatorisch natürlich wieder in den Pausenmodus. Wir schauen uns die Karte bei der Übersicht hier auf der Minimap einmal an. So, was haben wir denn hier? Wir sind ganz im Osten jetzt, haben wir hier eine kleine Insel und hier haben wir die Uferlinien unserer Karte. Okay, hier haben wir Sumpfgebiet, hier ist so ein Delta, was wir aber, glaube ich, nicht nutzen können. Ja, hier geht dieser Fluss halt ins Landesinnere. Wir haben ziemlich viel Wald und hier Sumpfland. Ja, wir sind hier ganz jetzt im Südosten. Haben wir hier ein Gebiet, welches fruchtbares Land besitzt. Okay. Ja, dann gehen wir mal weiter Richtung Westen. Ja, haben wir hier eine ziemlich große, zusammenhängende Landmasse. Das sieht gut aus. Oh, was haben wir hier? Schwarzmarmor, den wir abbauen können. So, und hier ganz im Westen haben wir ein ziemlich großes Plateau. Das ist auch hoffentlich begehbar. Ich schau mal. Ja, hier kommen wir auf jeden Fall rein. Oder beziehungsweise drauf. Ja, und hier können wir auch dieses Plateau erschließen.
So, dann gehen wir jetzt Richtung Norden. Haben wir hier die andere Seite dieses Flusses. Hier haben wir den Immigrationspunkt. Gut. Ja, auch diese Seite ist sehr groß. Hier Gewässer und jede Menge Wald. Ja. Gehen wir mal wieder Richtung Osten. Ja, haben wir hier noch eine kleine Fläche, die wir landwirtschaftlich nutzen können. Große Waldbestände. Ich hoffe, wir können Wald hier entsprechend nutzen und Holz schlagen. Hier nochmal der Weg. Ja, und dann kommen wir hier tatsächlich wieder an die Küste zurück. Hier haben wir Seeigelvorkommen. Ah, sehr schön. So, und hier haben wir auch nochmal eine dritte Fläche, die wir landwirtschaftlich nutzen können. Ja, eine große Karte, fruchtbar. Und dann schauen wir mal direkt, was wir auch so alles bauen und produzieren können. Ja, wir können natürlich Wohnungen der Arbeiter errichten und gehobene Wohnungen. Bei der Landwirtschaft haben wir leider keine Farmen und noch keine Viehzucht. Das ist schade. Bei den Plantagen können wir nur Orangen kultivieren. Ja, und bei Land und Meer haben wir den Seeigelkeim. Bei Gewerbe haben wir bei den Rohmaterialien die Sägemühle und die Schwarzmarmorwerkstatt. Das ist schon mal gut, dass wir hier Holz und schwarzen Marmor produzieren können. Ja, und bei den Werkstätten können wir Skulpturen und Wein produzieren. Gut. Hier haben wir alle entsprechenden Bauoptionen, hier auch. Ja, auch bei der Wissenschaft können wir eigentlich alles bauen. Bei der Mythologie haben wir auch schon die Möglichkeit, Tempel zu errichten, bzw. Heiligtümer. Wir schauen mal, welche Götter uns hold sind und welche nicht. Also, wir können Poseidon verehren, Apoll, Artemis, Ares, Hera und Atlas. Unsere feindseligen Götter sind Zeus, Hermes, Athene, Hephaistos, Dionysos und Hades. Den Göttervater als Feind ist nicht schön. Auch Athene ist wirklich keine Göttin, die man als Feind haben möchte. Da schauen wir mal. Allerdings haben wir die Ehefrau des Zeus als Gottheit, die wir verehren können. Vielleicht sollten wir da ein Heiligtum bauen. Was können wir denn für Heiligtümer bauen? Die Zitadelle des Poseidon und die Säulen des Atlas. Okay. Beim Militär haben wir bei den Befestigungen alle Möglichkeiten. Das ist sehr schön. Ja, und wir können einen Fregattenhafen bauen und eine Waffenschmiede. Gut, Rüstung können wir auch herstellen. Sehr schön. Bei der Ästhetik haben wir bei den Verschönerungen Gott sei Dank die Prachtstraße und auch die Allee. Und wir haben jede Menge Möglichkeiten, unsere Stadt bei den Erholungsgebieten zu verschönern. Ja, das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Schauen wir mal auf die Weltkarte. Kleitos ist hier auf der Insel, wo wir auch Gades haben. Zu den Städten von Atlantis haben wir noch keine Handelsbeziehungen. Ja, allerdings die Handelsbeziehung zu unseren Handelspartnern, die wir bereits im letzten Abenteuer Mediterranes Leben hatten, nämlich Lixus. Die Stadt, die wir bei dem letzten Abenteuer gegründet haben. Lixus kauft bei uns Olivenöl. Dann haben wir Karthage. Karthage kauft Wein und verkauft uns Wolle. Dann haben wir unsere Kolonie Syrakuse noch aus dem letzten Abenteuer. Kauft Wolle und wir kriegen 6 Marmorplatten jährlich als Tribut. Knossos ist unsere Kolonie und wir kriegen 8 Rinderhälften jährlich als Tribut. Knossos kauft Wolle und verkauft uns Fleisch und Holz. Dann haben wir Tyre am östlichen Mittelmeer, verkauft nur, und zwar Holz, Bronze und Trauben.
Memphis im alten Ägypten verkauft uns nur, und zwar Weizen und Olivenöl. Und Saqqara, im letzten Abenteuer unserer Kolonie ist es jetzt ein Verbündeter, verkauft uns Bronze und Marmor. So, dann haben wir noch hier einen Rivalen, nämlich Argos, der Marmor braucht und Wolle und Wein produziert. Ja, dann haben wir noch Städte, mit denen wir keinen Handel treiben können, wo wir auch nicht wissen, ob es Rivale oder Verbündeter ist. Ja, und in Zentralafrika haben wir Oasis Ares. Mal schauen, was sich da noch so alles ergibt. Ja, der Handel ist leider sehr mager. Wir können eigentlich nur Wein verkaufen. Dafür müssen wir unsere Trauben natürlich einkaufen. Ja, wir können Nahrungsmittel produzieren, müssen allerdings Wolle und Olivenöl einkaufen. Das ist natürlich alles nicht so schön für den Anfang dieser Episode. Ja, was ist jetzt nun der Plan? Ja, hier dieses Delta-Gebiet können wir nicht nutzen. Wir können keine Schiffe reinfahren. Das heißt, unser Handel wird wahrscheinlich hier stattfinden. Hier haben wir die Möglichkeit, Piere aufzubauen und dann entsprechend hier ein Gewerbegebiet aufzubauen. Wir haben hier landwirtschaftliche Nutzflächen und ich denke mir mal, ich werde hier ein Stadtgebiet aufbauen und dann hier auf der gegenüberliegenden Seite auch. Welches ich als erstes baue, muss ich mal gucken. Wir brauchen ja auch noch Platz für 3 Triremen. Ja, und dann brauchen wir noch die Fläche, um das Wohngebiet der gehobenen Wohnungen aufzubauen. Ja, ich denke mal hier an diesen zweiten Weg. Hier diese Fläche ist sehr groß. Da können wir, glaube ich, ganz gut das Wohngebiet der gehobenen Wohnungen aufbauen. Wenn wir dann hier unser Gewerbegebiet haben, können wir hier ein Versorgungszentrum aufbauen. Das müsste eigentlich ganz gut passen. Ja, und wir können natürlich auch noch Seeigelkais hier errichten, wobei wir gucken müssen, dass wir mit dem Bauplatz der maritimen Bauwerke auch sparsam umgehen. Gut, ja, ich denke mir mal, da haben wir einiges zu tun für diese erste Episode und wir bauen mal unser erstes Wohngebiet. Ja, ich habe jetzt hier auf der südlichen Landseite dieses Flusses unser erstes Wohngebiet errichtet. In einer quadratischen Grundform. Wir haben die Basics, Architekt, Brunnen, Agua und auch schon die Klinik. Ich möchte da auf Nummer sicher gehen. Ja, habe hier dann jetzt die Brücke gebaut, um die Verbindung zum nördlichen Landteil sicherzustellen. Ja, und ihr seht jetzt hier eine lange Straße, die geht bis hierhin, damit wir hier dieses fruchtbare Gebiet erschließen können. Und hier habe ich gesehen, haben wir auch noch die Möglichkeit, Triremhäfen und auch entsprechend Seeigelkais zu bauen. Und wir könnten sogar auch hier ein Pier bauen. So, und hier haben wir auch noch eine Straße, die ich hier runterziehe, um hier entsprechend das Gewerbe aufzubauen. Gut, ja, ich würde sagen, wir können jetzt den Pausenmodus mal aufheben. Ja, leider haben wir noch keine Warenlager. Wir können den Marmor leider von Syrakusen nicht annehmen, was sehr schade ist. Und auch Knossos kann die 8 Rinderhälften uns als Tribut nicht geben. Okay, nicht ganz so schlimm, im nächsten Jahr nehmen wir entsprechend alle Tribute wieder an. So, wo kommen denn unsere Bürger her? Oh, wir erfreuen uns nur einer mittelmäßigen Beliebtheit. Auch das hoffen wir schnell zu ändern. Ah ja, hier bei diesem zweiten Weg, das ist also der Immigrationspunkt, wandern unsere Bürger nun ein. Gut, ja, solange hier entsprechend noch wir warten müssen, können wir bei Gewerbe noch schnell die Prioritäten auf hoch stellen, und zwar bei Gesundheit und Sicherheit. Gut, ja, jetzt warten wir erstmal, dass hier entsprechend die Bürger ihre Parzellen erreichen. Dann werden wir ein bisschen Nahrungsmittel mal herstellen.
Und dann werden wir ja, das einzige Exportgut mal produzieren. Das ist nämlich Wein. Nochmal kurz gucken. Wir brauchen das Pier von Tyre, weil da können wir die Trauben kaufen. So, und Karthage kauft den Wein und da können wir die Wolle kaufen. Tyre und Karthage sind die ersten Piere, die wir errichten müssen. So, wir müssen aber jetzt erstmal warten. Aber da kommen ja schon unsere Bürger. Ja, unsere Stadtkasse war jetzt nicht so üppig gewesen. Ihr seht, wir haben nicht mehr viel Geld übrig, weil wir wirklich hier schon relativ viel gebaut haben. Aber das kriegen wir schon hin und ich denke mir mal, wir kriegen bestimmt noch eine finanzielle Unterstützung. Wir könnten übrigens mal Lixus fragen. Kriegen wir Geld von dir? Ja, kriegen wir. Dankeschön. Ja, und wir werden zu jedem Symposium entsprechend eingeladen. Da wird sich aber noch nicht viel ergeben. So, die ersten Arbeitslosen. Dann bauen wir jetzt mal das Silo. Das bauen wir hier hin. Und wir bauen direkt 2 Warenlager. Und schon 100 Personen in unserer jungen Stadt Kleitos. So, dieses hier kann Wolle annehmen. Dieses hier Olivenöl. So, und dann müssten wir mal etwas Nahrungsmittel produzieren. Ja, wir beginnen mit Seeigel. Hier haben wir ein Vorkommen, das ist gar nicht schlecht. Dann bauen wir hier Seeigelkais auf. Das möchte ich gerne hier nutzen für unsere Triremen. Okay, dann führen wir den Weg jetzt mal hier so. Nein. So führen wir ihn, ohne eine kleine Ecke hier noch einzubauen. So, dann brauchen wir eine Brücke. Ja, hier passt eine Brücke hin, das ist gut. So, dann Segelkai. Ja, passt hier einer hin. Oh, hier passt auch einer hin. 2 Stück. Nicht schlecht. So, dann führen wir. Ja, können wir das so doch führen. Das ist doch gar nicht schlecht. Wir brauchen allerdings noch einen Architekten. Den bauen wir hier hin. Dann kann der nämlich auch dann später noch die Triremenhäfen schützen. So. Sperre nicht vergessen. Gut. Ja, dann Pausenmodus wieder aufheben. So, ja, unsere Mitarbeiter von den Seegelkais haben es wirklich nicht weit zu ihrer Ressource. Leider kommen wir hier nicht weiter, um eventuell hier was noch zu bauen. Das geht leider nicht. Da haben wir hier zu viel Sumpfgebiet. Ja, und wir kriegen von Lixus nochmal 500 Drachmen. Ja, vielen Dank, wenigstens etwas. So, dann haben wir jetzt schon mal hier Lebensmittelversorgung ein bisschen aufgebaut. Ja, das ist ganz schön schwierig hier, der Start unserer Stadt Kleitos. Was brauchen wir denn jetzt noch? 36 Mitarbeiter. Okay, da ist der erste Mitarbeiter schon unterwegs für unsere Seeigel. Der zweite auch. Gut. So, hier wandern noch weiter Bürger ein. Das ist sehr gut. Weil wir müssen ja jetzt irgendwie ein bisschen Geld verdienen. Ne?
Ach so, hier muss allerdings auch noch ein Architekt hin, sehe ich gerade. Er kann hier hin, dann müssen wir natürlich hier auch noch Sperren errichten. Die können wir hier hinsetzen. Und die, ja, das können wir so lassen. Ja, und dann würde ich nämlich später dann hier das zweite Wohngebiet bauen. Und hier, dieses fruchtbare Gelände, da werden wir nur Orangen kultivieren. Und dann können wir hier auch noch ein Silo bauen und dann haben wir hier 2 Versorgungszentren. Das passt ganz gut. So, wir haben Arbeitslose und da kommt die ersten Seeigel. Sehr schön. Dann bauen wir noch schnell auf der Agora den Lebensmittelhändler auf. So, dann ist das hier schon mal jetzt alles soweit in Ordnung. Und wir beginnen jetzt mit der Weinproduktion. Ja, wie ich erwähnt habe, möchte ich hier entsprechend unser Gewerbe aufbauen. Wir brauchen das Pier einmal von, was haben wir, Tyre und von Karthago. So, hier passt eins hin. Okay. Oh, eine Preissteigerung für Wolle. Na, das ist natürlich nicht so schön. Ja, komm, dann fangen wir hier damit an. Und wir brauchen Türe. Ach, kann man das nicht direkt daran setzen? Mal drehen. Ach, warum geht denn das nicht? Ich bin Poseidon. Wer mich verehrt, dem wird die See ein Freund sein. Ja, Poseidon mal als freundlichen Gott, das ist schön. So, da geht es jetzt. Okay, sehr schön. So, dann können wir das doch hier so miteinander verbinden, oder? Jawohl. So, jetzt brauchen wir Mitarbeiter, das ist klar. So, dann führen wir das so. Passt denn hier noch ein Pier hin? Gucken wir mal. Oh, eine Unterstützung von Nixus. Nochmal 1000 Drachmen, weil wir in den Miesen sind. Dankeschön. Oh, echt, das ist aber hier wirklich schwierig. Oh ja, das passt. Das finde ich gut. So, wir brauchen jetzt Folgendes. Wir müssen den Wein verkaufen. So, und wir müssen hier die Trauben einkaufen. 12 Trauben können wir einkaufen. Und die kaufen wir direkt ein. Ja, dann bauen wir mal 2 Kältereien hier auf. Dann machen wir daraus einen Loop. Passt das? 1, 2, 1, 2. Nee, passt nicht. Dann machen wir das so. Dann brauchen wir hier einen Architekten. Der kann hier genau rein. Ja. So, dann haben wir unser Geld schon wieder fast alles ausgegeben. Wir brauchen allerdings noch ein Warenlager, ne? Und zwar für den Wein. Und wir kriegen ja gleich noch unsere Tribute, auf jeden Fall den Marmor. Das Fleisch wandert ja sofort ins Silo. Wo bauen wir denn jetzt dieses Warenlager am besten hin? Ja, ich würde sagen, das Warenlager dafür... Aber wir brauchen im Moment noch gar kein Warenlager für Wein. Das wandert ja sofort in die Piere unserer Handelspartner. Aber ich brauche ein Warenlager für den Marmor. So. 360 Drachmen haben wir in unserer Kasse. Das ist mehr als wenig. Das ist echt ein richtig schwerer Start hier. So, wir brauchen 59 Arbeiter.
So, und da entwickelt es sich weiter. Das ist sehr schön. Gut, in der Stadt mangelt es an Nahrung, aber das Volk hält mich für den besten Herrscher aller Zeiten. So schnell können sich die Zeiten ändern. Unsere Trauben werden eingekauft. Oh, wir haben schon wieder Minus hier. Karthago wird zornig. Oh, bitte jetzt nicht sowas. Karthago kauft den Wein und ist erzürnt. Oh, nee. Wir können nichts schenken. Ja, das ist ein schwieriger Start hier. Das ist tatsächlich nicht so schön. Miese. Keiner gibt uns noch ein bisschen Geld hier. Nee. Nahrung können wir fordern. Türe. Auch nichts. Knossos. Oh, Knossos kann uns Geld geben. Oh, Gott sei Dank. So, das neue Jahr hat begonnen. Jetzt können wir unsere Tribute annehmen. Den Marmor. Und auch die Rinder helfen. So, den Marmor können wir jetzt Karthago schenken. Kleines Geschenk Marmor. Ja, was will man machen? Hoffen wir mal, dass sie damit glücklich sind. So, ja, Arbeiter, 15 brauchen wir noch. Das erholt sich jetzt Gott sei Dank. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass wir noch eine Weinkälterei noch entsprechend bauen können. Ja, wir kriegen nochmal 3000 Drachmen von Tyre. Oh, super. Vielen Dank. Damit sind wir, glaube ich, erstmal über den Berg. Und Knossos gewährt uns auch nochmal 1000 Drachmen. Ach ja, Tyre hat uns unterstützt und von Knossos hatten wir Geld gefordert. Na super, jetzt haben wir wirklich eine gute Stadtkasse. Karthago, danke für das Geschenk, bitteschön. So, wie lange brauchen die denn hier für unseren Wein? 95% sind fertiggestellt. Naja gut. Ah ja, da wird der erste Wein zum Pier gebracht. Sehr schön. So, hier wird doch weiter munter eingewandert. Aber ich glaube, wir brauchen noch weitere Produktionen von Nahrungsmitteln. Ja, ich würde vorschlagen, wir beginnen noch Orangen jetzt zu produzieren. Damit würde ich wahrscheinlich jetzt hier mal starten. Wir bauen mal 3 Plantagen mit einem entsprechenden Architekten und einer Sperre. Und dann platzieren wir mal unsere Orangenbäume. So. Jo, das sieht auch ganz gut aus. Arbeitsmarkt, ja, müssen wir weiterhin noch die Menschen einwandern lassen. Hier haben wir auch Seeigelvorkommen, sehe ich gerade. Wir könnten nochmal kurz gucken, wie wir die Piere hier bauen. Also hier passt ein Pier hin. Da passt kein Pier hin. Ne? Hier, da passt auch noch ein Pier hin. So, wir haben schon 500 Personen in unserer Stadt. Ja, wenn wir das Pier so bauen, dann könnten wir da noch einen Seeigelkai bauen. Oder bauen wir das so? Na. Könnten wir auch so bauen, ne? Dann sind die Mitarbeiter der Segelkais näher an ihrer Ressource. Oh, wir kriegen eine Mitteilung. Mestonia blüht und gedeiht. Oh, das hört sich immer sehr gut an. Das wäre ein neuer Handelspartner.
Ja, hier haben wir jetzt Mestonia. Ja, Mestonia kauft Wolle und Wein und verkauft uns schwarzen Marmor. Hier könnten wir auch noch Wein verkaufen, aber ich glaube, das lohnt sich jetzt im Moment noch nicht, weil so viel Wein produzieren wir gar nicht. Okay. Ja, das heißt, wir könnten hier noch Seeedelkais bauen. Und zwar hier und hier. Wenn ich dann mit dem Weg hier so rausgehe, nee, dann baue ich das so lieber, weil dann kann ich hier noch ein Warenlager bauen. Dann könnte ich hier noch ein Pier bauen. Ja, na, oh, mal drehen hier. So, ja, das sieht doch nicht schlecht aus, oder? Und dann könnte ich, glaube ich, hier noch einen Architekten hinbauen. Und zwar so. Perfekt. Mhm. Ja, das ist doch gar nicht schlecht, oder? So, Arbeitsmarkt. Brauchen immer noch mehr Leute. Aber es wandern noch neue Leute ein. Alles gut. Ja, wir könnten natürlich jetzt schon die Bibliothek bauen. Die kommt hier hin. So. Wie haben wir das überhaupt geplant? Ich bin der starke und mächtige Atlas. Ja, Atlas können wir auch verehren. Das ist sehr schön. Naja, und wenn wir tatsächlich mal das Heiligtum der Hera bauen, dann segnet sie ja unsere Orangenplantagen. Das ist natürlich nicht schlecht. Und ich habe dieses Heiligtum noch nicht gebaut. Das könnte spannend werden. So, hier entwickelt sich es auch munter weiter. Und Syrakuse verkauft mehr Marmor. Das ist nett, damit können wir jetzt im Moment auch nichts anfangen. Wir müssen erstmal gucken, dass wir hier nicht so sehr in die Miesen gehen. Ja, ich denke mir mal, eine Kälterei könnten wir noch bauen. Dann reicht es aber auch. Ja, diese Episode hat's richtig in sich. Da muss man wirklich gut warten und taxieren hier. Das wird auch ziemlich spannend mit unserem Wohngebiet der gehobenen Wohnungen. Naja, dafür nennt man mich jetzt auch einen Unsterblichen. Wolle müssen wir jetzt auch gleich einkaufen. Aber wir müssen jetzt erstmal dafür sorgen, dass wir A, genug Lebensmittel haben und B, genug Arbeiter. Ja, das sieht alles ganz gut aus hier. Wann werden unsere Orangen geerntet? Im November. Nächsten Monat. Das ist gut. So, wir haben auch die ersten Arbeitslosen wieder. Sehr schön. Ja, wir könnten natürlich jetzt ein bisschen Holz produzieren und auch schwarzen Marmor, so um entsprechend Geschenke zu verteilen. Das könnten wir eigentlich machen. Jetzt hier noch ein paar Bürger einwandern, das sieht gut aus. Ja komm, dann bauen wir doch 2 Sägemühlen hier auf. Machen wir das so. Und dann bauen wir hier ein Warenlager nur für Holz. So, ja, gut. Ja, das ist mir klar. Und eine Preissteigerung für Weizen. Das ist ja auch nicht schlecht, wenn hier alles teurer wird. Aber
Da werden gerade die ersten Orangen schon zu unserem Silo gebracht. Sehr schön. Reicht das denn, was wir jetzt hier produzieren? Ja, das reicht an Lebensmittel. Gut. So, ja, das sieht eigentlich auch alles ganz gut aus. Wir müssen unsere Stadt weiterentwickeln und wir müssen ein Wohngebiet der gehobenen Wohnungen aufbauen. Und wir brauchen 3 Tririmen. Also Holz produzieren wir jetzt schon mal dafür. Das ist gut. Und es ist schon wieder Jahresanfang. Tribute stehen an. Sehr schön. So, hier ist ja das Vorkommen von schwarzem Marmor. Dann würde ich jetzt hier noch eine Brücke bauen wollen. Wie machen wir das? Das kann hier, glaube ich, weg. Dann würde ich die Brücke hier bauen. So. Ja. So können wir sie bauen. Und dann führen wir den Weg so hier an dem Vorkommen vom schwarzen Marmor entlang und können dann das hier anschließen. Ja, das ist super. So, dann bauen wir nämlich hier das so. Oh, hier passt auch noch einer hin. Dann kann der Architekt, Architekt möchte ich gerne haben, der kann tatsächlich hier hin. Und das Warenlager für schwarzen Marmor passt doch dann hier hin. Das gefällt mir gut. So, und hier kann schwarzer Marmor eingelagert werden. Sehr schön. Dann können wir schwarze Marmor auch nachher mal verschenken und ja, vielleicht kauft auch irgendwann mal jemand schwarzen Marmor. Mal schauen. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier entsprechend Nahrungsmittel wieder im Silo. So, Trauben werden auch wieder eingekauft. So, dann baue ich hier einen Loop. So, ja. Das ist gut. Dann kann die Sperre hier hin. Quatsch, was mache ich denn hier? So. Oh, eine Preissteigerung für Olivenöl. Wunderbar. Naja, wir müssen ja tatsächlich unsere Wohnung der Arbeiter zum Stadthaus erweitern. Also die höchste Stufe. Ja, haben wir auch noch was vor uns. So, da wird auch wieder Wein gekauft. Das ist gut. Wir haben Juni. Okay, wie viel hat denn jetzt hier Karthager gekauft? 9. Okay. Könnten wir doch noch ein Pier bauen und etwas mehr Wein verkaufen? Estonia kauft ja auch Wein. Ja, könnte man doch eigentlich noch machen, oder? Das passt doch hier hin. So. Dann verkaufen wir hier auch noch mal etwas Wein. Ja. Dann könnten wir hier ein Stückchen noch wegnehmen. Ja, das brauchen wir eigentlich gar nicht. Das reicht auch so. Ja, jetzt ist es Zeit, dass wir etwas Wolle mal einkaufen, um hier die Entwicklung zu starten. Ja, das brauchen wir jetzt. So, dann kaufen wir bei Karthager mal die Wolle ein. 6 Einheiten. So, und dieses Lagerhaus holt die 6 Einheiten. Und, naja gut, Karthager wird uns jetzt hinterher immer noch erzürnt, sehe ich gerade. Naja, sollen sie erzürnt sein, kann ich jetzt auch nichts zu.
Aber ich stelle fest, dass Karthago tatsächlich der einzige ist, der uns Wolle verkauft. Da sollten wir vielleicht gucken, dass wir denen doch ein Geschenk machen. Ja, wir warten noch mit dem Holz, bis wir ein großes Geschenk Holz verschenken können. So, da wird auch das Wolle eingekauft. Schön. So, mittlerweile ist auch die Wolle endlich hier zum Warenlager angekommen. Dann Wollhändler. So, mit dem nächsten Bevölkerungsschub bauen wir mal den Stadtpalast und werden dann mal Steuern erheben. So, der Wollhändler hat schon die Wolle eingekauft. Dann kann die Entwicklung jetzt hier starten. Ah, wunderbar. So, und hier geht die Entwicklung nicht weiter, weil wir hier nicht die Allee gebaut haben. Dann können wir aber ein paar Parkanlagen bauen, ne? Ja, so können wir es machen. Schön. Oh, wir haben wieder relativ wenig Geld nur noch. Ja, ein bisschen wird jetzt hier an Wein noch gekauft. Oh ja, der Einkauf von Wolle ist echt teuer. Den müssen wir wieder stoppen. Das reicht auch jetzt erstmal. So. Karthago ist weiterhin erzürnt. Können wir jetzt ein großes Geschenk Holzbretter machen? Ja. Gut, dann hoffen wir mal, dass Karthago wieder gnädig ist. So, und wir haben auch ein bisschen hier an schwarzem Marmor, den können wir auch verschenken. Ja, komm, Türe. Du kriegst ein bisschen schwarzen Marmor geschenkt. Dann können wir nachher mal Trauben fordern. Oder auch Bronze. Oder vielleicht auch Geld. Mal schauen. So, Türe, Dank für das Geschenk. Was ich nicht gebrauchen konnte, egal. Kriegen wir von dir Trauben geschenkt? Nein. Das ist schade. Jahresanfang, Tribute stehen an, wunderbar. Tja, also Nahrungsmittel haben wir jetzt genug, ne? Eine langwierige Geschichte hier. Können wir von irgendjemandem noch Geld fordern? So, also Türe, das hatten wir ja gerade gehabt. Nein, Memphis. Ja, da könnten wir aber auch nach Olivenöl mal fordern. Lixus, wie sieht es bei dir aus? Ach Gottchen. Das ist aber alles hier frustrierend. Ah, Estonia. Kriegen wir noch ein bisschen Geld von dir. Tja, wie wir da gleich irgendwie ein Wohngebiet der gehobenen Wohnung aufbauen sollen, das ist mir noch schleierhaft mit der Stadtkasse. Und ich wollte ja eigentlich auch noch einen Stadtpalast aufbauen. So, mittlerweile haben wir schon 1000 Einwohner in unserer Stadt Kleitos. So, Mestonia gewährt uns nochmal 1000 Drachmen. Dankeschön. Ja. Dann könnten wir jetzt unseren Stadtpalast bauen. Da ist jetzt die große Frage, wo bauen wir den hin? Also, wenn ich jetzt hier noch ein Stadtgebiet aufbaue, muss ich sowieso hier irgendwie eine Straße entlang bauen, ne? Führen wir die doch schon mal hier. Nee, das ist doof.
führen wir die doch schon mal hier entlang. So. Und hier. Dann haben wir das fruchtbare Gebiet hier schon mal so ein bisschen eingekästelt. Dann können wir hier alles entsprechend mit Orangenbäumen zupflanzen. Dann würde ich den Stadtpalast vielleicht hier hinbauen. Und zwar irgendwie so. Ja. Und zwar so, dass wir hier noch dran vorbeikommen. Oh, Gades blüht und gedeiht. Ein neuer Handelspartner hoffentlich und Karthage dankt für das Geschenk. So, dann bauen wir das doch einmal hier so rum, bitte. Geht das hier raus? Ja, das ist doch gar nicht schlecht, oder? Die Brücke ist da. So. Sperre bauen. Wo kommst du denn her, Architekt? Ah, von da. Ja. Wenn wir hier noch eine Sperre bauen, schaffst du das dann? Den entsprechend zu schützen? Na, das ist mir, glaube ich, ein bisschen zu heikel. Wir bauen noch einen. Ja, der kann hier hin. So. Okay, dann können wir jetzt auch Steuern erheben. Das Steuerbüro kommt hier hin. So, wir haben jede Menge Arbeitslose und wir gucken mal eben nach unserem neuen Handelspartner. So, da ist Gades. Gades kauft schwarzen Marmor und Wein. Wie schön, wir können schwarzen Marmor verkaufen. Also Wein verkaufen wir jetzt hier nicht bei Gades. Ja, komm, dann bauen wir aber direkt... Oh, es ist ein Handelsposten. Okay, ja stimmt, ist ja auf unserer Insel. Ja, den bauen wir doch direkt hier hin, oder? Wunderbar. So, dann können wir direkt schwarzen Marmor verkaufen. Ist nicht viel, was wir hier verkaufen können, aber egal. So, jetzt können wir endlich noch mal ein bisschen mehr verkaufen. Das war ja kein Zustand hier. Ja, dann würde ich jetzt für weitere Wissenschaft sorgen, indem wir jetzt hier das Labor bauen. Und das passt doch hier hin. Wunderbar. Und wir bauen eine Erfinderwerkstatt. Die passt hier leider nicht hin. Ja, der Handel mit Karthage wird ausgesetzt. Das ist mir jetzt auch egal. Wir verkaufen unseren Wein auch woanders. Ach nee. Doch. Karthage. Ja, Karthage kauft den Wein, aber verkauft uns auch Wolle. Ein bisschen Wolle haben wir noch hier. Ja, ich wollte aber eine Erfinderwerkstatt noch bauen. So, die Erfinderwerkstatt. Ja, die würde ich ja gerne etwas zentraler bauen, damit die beiden Wohngebiete da versorgt werden. Ich baue die ja klassischerweise immer hier hin. Unserem Stadtpalast, dann machen wir das auch jetzt so. Ja, und dann passt doch hier die Universität hin, das ist gut. Ja, das wird sich auch gleich ändern. Ja, hier ist unser Händler von Gades. Unsere Reise war lang und beschwerlich. Was haben Sie für mich? Ja, schwarzen Marmor, aber der Weg ist doch recht weit bis hier. Zum Handelsposten hätten wir doch besser eher hier hingebaut. Ist aber auch jetzt auch nicht so schlimm. So, und unser Erfinder hat jetzt mittlerweile auch das Wohngebiet erreicht. Ja, entwickelt sich auch weiter. Sehr schön. Haben wir eigentlich schon Denkmäler? Ja, wir haben ein Bevölkerungsdenkmal. Das ist gut. Dann baue ich jetzt hier einmal die Parkanlagen rum.
wir brauchen 800 Personen in der Kategorie Stadthaus. Ich würde jetzt nicht zu viele Verschönerungen bauen, weil das gesamte Wohngebiet wollte ich eigentlich jetzt noch nicht entwickeln lassen. So, ja, wir müssen jetzt nicht hier bei Karthager den Wein einlagern, wenn sie nicht mit uns handeln. Die können jetzt hier alle rüber. Nämlich zum Pier von Mestonia. So, wir müssen ja noch nachher Olivenöl einkaufen. Das kaufen wir wo? Bei Memphis. Die verkaufen uns auch Weizen, das ist gut. Sonst jemand, der Olivenöl verkauft? Nee, das ist Memphis. Dann können wir schon mal das Pier von Memphis bauen. Für später. Das kommt hier hin. Ach, wunderbar, wie schön das passt. Ich bin ganz begeistert. Passt hier noch ein Segelkai hin? Oh, schade. Ja, sehr schön. Wein ist verkauft, die Stadtkasse wächst. Ja, und neue Bürger wandern in unsere Stadt ein. Gut, ich denke mir mal, wir müssen jetzt warten, bis der Handel mit Karthager wieder aufgenommen werden kann. Weil ohne Wollversorgung können wir das Wohngebiet der gehobenen Wohnung nicht weiter aufbauen. Wir verschenken nochmal Karthager, obwohl die sind angetan. Ne, da warten wir jetzt erstmal, bis die wieder mit uns Handel treiben wollen. Ja, und wenn wir das geschafft haben, bauen wir das Wohngebiet der gehobenen Wohnungen auf. Ja, solange wir jetzt hier noch warten, bis wir mit Karthager wieder Handel betreiben und Wolle einkaufen können, werden wir schon mal die Wegeführung für das Wohngebiet der gehobenen Wohnung aufbauen. Das Geld reicht ja. Und ja, ich werde jetzt hier eine Straße entsprechend hochführen, weil ich ja hier entsprechend das Wohngebiet der gehobenen Wohnung aufbauen möchte. Dann werden wir nämlich hier ein Versorgungszentrum bauen. Dann können wir nämlich schon mal... Oh, wir kriegen unsere Tribute wieder. Marmor und Rinderhälften. Oh, da können wir nur 6 aufnehmen. Schade. Wir bauen jetzt mal hier schon mal das Silo für unser Versorgungszentrum. Und dann bauen wir... wie bauen wir das? Ja, dann bauen wir hier 2 Warenlager schon mal auf. Dann brauchen wir, glaube ich, hier aber auch noch einen Architekten. Ne? Ja, den würde ich dann wohin bauen? Ja, bauen wir ihn mal hier auf. Sperren nicht vergessen. So, hier kann entsprechend Olivenöl angenommen werden und hier kann Wolle angenommen werden. Dann haben wir schon mal hier das Versorgungszentrum. Das können wir natürlich noch erweitern für die Rüstung und auch den Wein. Ja, und jetzt baue ich mal hier das Wegesystem für unsere gehobenen Wohnungen mal auf. Ja, hier haben wir jetzt das Wegesystem für das Wohngebiet der gehobenen Wohnungen. Hier haben wir jetzt Platz für die Prachtstraßen. Werde ich mal so ein bisschen hier schon mal bauen. So. Ja, und dann werde ich auf jeden Fall schon mal einen Architekten errichten. Sperre muss hier noch gebaut werden. Und haben wir schon Denkmäler? Ja, wir haben ein Bevölkerungsdenkmal. Das sollten wir schon mal hier hinsetzen. So, und wir gucken noch mal ganz kurz auf die Ziele. Wir brauchen 40 Personen in der Kategorie Residenz. Das ist die erste Stufe unserer gehobenen Wohnung, ohne dass wir die Bürger mit Rüstung versorgen müssen.
Ja, und in den Residenzen wohnen 5 Personen. Das heißt, wenn wir jetzt noch keine Waffen zur Verfügung stellen wollen, brauchen wir 8 Stück. Und die passen nämlich jetzt hier genau rein. So, und sobald wir jetzt Wolle wieder haben und auch Olivenöl, können wir die ersten gehobenen Wohnungen hier aufbauen. Aber da müssen wir jetzt erstmal noch warten. Auf jeden Fall haben wir hier schon in unserem Silo dafür die ersten Nahrungsmittel. Das ist doch auch gut. So, und ich glaube, hier passt, glaube ich, auch noch ein Seeigelkai hin. Gucken wir mal. Ja, sehr schön. Ich bin der starke und mächtige Atlas. So, die Nahrungsmittelversorgung sollte eigentlich reichen. Ja, mehr als genug. Das ist schön. Hier können wir ja unser Olivenöl einkaufen bei Memphis. Wir könnten mal gucken, ob Memphis uns Olivenöl schon gibt. Ja, das können wir fordern. Sehr schön. Dann haben wir schon das erste Olivenöl im Lager. Und wir schauen mal eben nach dem Arbeitsmarkt. Ja, das sieht gut aus. So, hier sieht auch alles gut aus. Die brauchen natürlich jetzt Olivenöl. Da warten wir aber noch ein bisschen mit. So, wir kriegen 6 Krüge Olivenöl. Na wunderbar. Ah, der Handel mit Karthago geht weiter. Wunderbar. Das heißt, wir können jetzt die Wolle einkaufen und auch Wein können wir wieder verkaufen. So, wir sollten aber das jetzt hier einstellen, dass wir hier nicht unbedingt 32 Einheiten Wolle annehmen. Wir nehmen jetzt mal hier 12 Einheiten Wolle an. Hier haben wir nämlich auch keine Wolle mehr drinnen. Da wird ja jetzt die Wolle geholt. Das passt. Ja, und unsere Tririen müssen wir auch noch bauen. Also, der Plan ist jetzt wie folgt. Ja, wir werden jetzt dieses Wohngebiet hier schon mal weiterentwickeln lassen. Dann bauen wir den Ölhändler schon mal hier auf. So, und dann brauchen wir natürlich noch das Observatorium. Da will ich mal eben kurz gucken. Das kommt ja hier hin. Wie viel kann ich hier noch bauen? Ja, das passt. Und dann können wir hier das Observatorium bauen. Nämlich so. Ja, das passt. Wunderbar. Ja, jetzt brauchen wir Mitarbeiter und wir brauchen vor allem Wolle jetzt allmählich. Ja, die ist schon eingekauft worden. Sehr gut, können wir die auch nochmal vielleicht von Karthago bekommen. Ja, vielen Dank. Ja, dann werden wir jetzt hier noch die Allee bauen. Bauen wir die so? Ja, so müssten wir sie bauen, wenn wir hier die Prachtstraße noch bauen wollen. Ne? Ja, genau so. So, und später muss ja hier das Museum hin. Ja. So muss das, genau. Dann kann das Observatorium dann hier so hin. Das sollte passen. So. Ich bin Poseidon. Wer mich verehrt, dem wird die See ein Freund sein. So, dann ist hier entsprechend das Museum. Das heißt, hier kommt das Labor hin. So, ne? Dann müsste es passen. Ja, passt. Wunderbar. Und wir brauchen natürlich
die Bibliothek. Die könnte dann jetzt hier hin. Ne? So, wir kriegen nochmal 12 Stränge Wolle von Karthago. Wunderbar. 10 konnten wir annehmen. Schade. Egal. Tja, wie bauen wir das jetzt auf? Ja, komm, bauen wir hier eine hin. Das sollte eigentlich reichen. Dann können wir hier noch wieder Bänke hin. So. Ja, das passt doch ganz gut, oder? So, jetzt müssen wir Olivenöl auch einkaufen. Ja, unsere Stadtkasse geht gerade schon wieder den Bach runter, aber wir müssen jetzt Olivenöl einkaufen. So, ich glaube, Wolle haben wir jetzt genug. Da werde ich jetzt mal hier den Einkauf von Wolle stoppen. Das müssen wir jetzt immer so ein bisschen hin und her schalten. So, wir kriegen wieder unsere Tribute. Sehr schön. Und auch unsere Rinderhälften. Ja, und sobald wir jetzt Olivenöl haben, können wir eigentlich die ersten gehobenen Wohnungen aufbauen. So, natürlich brauchen wir hier auch eine Universität. Die habe ich noch gar nicht gebaut, weil wir ja noch kein Observatorium gebaut haben. Die kann dann jetzt hier hin. Ja, und das sieht doch auch schon sehr gut aus. Hier entwickeln sich die Wohngebiete weiter und wir brauchen ja das Stadthaus. So, Holz haben wir auch mehr als genug. Das könnten wir ein bisschen mal hier entsprechend verschenken. Und zwar Memphis kriegt jetzt mal Holz. Großes Geschenk Holz. Dann können wir nämlich nochmal Olivenöl fordern. So, unser Olivenöl wird eingekauft. Oh, unsere Stadtkasse geht den Bach hinunter. Lixus. Ja, ich habe mir schon fast gedacht, dass wir kein Ansehen mehr haben. Um nochmal Geld zu fordern. Ja doch, bei Knossos können wir nochmal Geld fordern. Jo, die sind direkt verbittert. Na komm, dann kriegt ihr auch Holz, großes Geschenk Holz. Und dann kriegen wir wenigstens mal ein bisschen Geld. Ja, echt langwierig hier. Mit den paar Weinexporten müssen wir hier Wolle und auch Olivenöl einkaufen. Ja, Memphis dankt für das Geschenk. Bitteschön. Kriegen wir von dir denn nochmal Olivenöl? Nein, leider nicht. Na, okay. So, wir haben jede Menge Arbeitslose. Ja, wir brauchen noch weiter Geld. Wir müssen ja hier noch die Prachtstraßen bauen. So, wir haben wieder ein bisschen Geld. Ja, die Wolle wird jetzt hier verteilt. Wir brauchen übrigens noch keine Händler auf den beiden Aguas des Wohngebietes der gehobenen Wohnung errichten. Die Residenzen haben ja einen Vorrat von Lebensmittel, Wolle und Olivenöl. Das brauchen wir dann nicht zu machen. So, Knossos gewährt uns nochmal 1000 Drachmen. Wunderbar. Dann errichte ich jetzt hier schon mal die restlichen Prachtstraßen, die ich brauche. Dann können wir nämlich hier jetzt schon mal eine Reihe gehobene Wohnungen aufbauen. Ich hoffe, das passt jetzt. Ja, das passt. Ah, nicht attraktiv genug. Okay. Dann müssen wir da mit einem Fischteich aushelfen. Ja, Moment. Passt das denn? Ja, das müsste passen. Ja. So, Knossos bestätigt ihr Geschenk. Ja,
Okay, die produzieren ja selber Holz. Ich habe das Holz verschenkt, egal. So, wir können hier einen Fischteich hinsetzen. So. Und dann nochmal 2. Oh, die sind auch so teuer, ne? 250 Drachmen kostet eine gehobene Wohnung. So, jetzt haben wir hier schon mal 4. Und dann sehen wir hier, was an Ressourcen die Residenz hat. Und das können wir jetzt erstmal so lassen. So, hier haben wir schon eine Rückentwicklung. Liegt daran, dass ich hier dieses Warenhaus noch nicht eingestellt habe. Hier muss natürlich das Olivenöl auch geholt werden. Ja, 6 Einheiten brauchen wir hier. Ja, Stückchen für Stückchen nähern wir uns hier unseren Zielen. Karthager, würdest du uns nochmal Wolle geben? Dankeschön. Brauchen wir die schon mal nicht einzukaufen? Dafür müssen wir Olivenöl einkaufen. Ja, mit den ersten gehobenen Wohnungen müssen wir natürlich hier auch direkt das Steuerbüro bauen. Ja, und Karthager gewährt uns nochmal 12 Stränge Wolle. Super, und unsere Stadtkasse hat sich wieder erholt. Wir bauen jetzt hier die Prachtstraße weiter. Ja, ich hätte jetzt gern noch ein Denkmal hier für die Ecke. Ja, wir sollten Memphis nochmal ein Geschenk machen. Auch nochmal Holz, da können wir nochmal ein großes Geschenk Holz verschicken, dann können wir nochmal Olivenöl fordern. Wolle haben wir jetzt erstmal genug, brauchen wir auch nicht einkaufen. So, ja, wir haben bei Memphis schon das ganze Kontingent von Olivenöl aufgekauft. Da müssen wir jetzt warten, bis das neue Jahr beginnt, aber wir haben ja schon Dezember, außerdem kriegen wir gleich wieder unsere Tribute. So, Memphis dankt nochmal für das Geschenk, was es nicht brauchte. Oh, da ist unser Zufriedenheitsdenkmal. Sehr gut. So, erst einmal gucken, ob Memphis uns jetzt nochmal Olivenöl gibt. Ja, jetzt tun sie es. Vielen Dank. So, und das neue Jahr hat begonnen. Wir nehmen wieder unseren Marmor und unsere Rinderhälften an. 5 Stück können wir annehmen. So, dann kommt jetzt hier das Denkmal hin. Ja, und dann denke ich mir mal, können wir gleich schon die nächsten 4 gehobenen Wohnungen aufbauen. Ja, das Wohngebiet der Arbeiter hat sich hier sehr gut entwickelt. Wir haben hier jetzt das Stadthaus. Ich glaube, wir lassen das in diesem Zustand hier. Keine weiteren Verschönerungen, weil wir brauchen ja nur 800 Personen in der Kategorie Stadthaus. Vielleicht reicht das ja schon hier. Ansonsten müssen wir hier noch ein paar Verschönerungen bauen. So, wir haben das Olivenöl jetzt wieder. Ja, sehr gut. Und Memphis gewährt uns nochmal 6 Krüge. Sehr schön. Dann können wir jetzt hier auch wieder gehobene Wohnungen aufbauen. So viel Geld haben wir gar nicht, ne? Oder? Reicht das? Ja. Oh. Aber gerade, ne? So, jetzt müssen wir uns mal überlegen, wo wir unsere Rüstung herbekommen. Produzieren wir die Rüstung selber. Mal eben kurz gucken, ob wir Bronze irgendwo einkaufen können. Ja, bei Türe können wir die Bronze einkaufen. Und wir brauchen ja dann Waffenschmieden, die wir auch hier bauen können. Ja, dafür brauchen wir aber erstmal noch ein bisschen mehr Geld. Oh, wir sind in den Miesen wegen unserem Olivenöl und wir sind auch nicht mehr so beliebt wie früher. Ja. Ja, wir verschenken mal wieder was. Karthager, komm her. Du kriegst ein großes Geschenk Holz. Oh, wir haben relativ viel Arbeitslose. Das wird der Grund sein. Dann bauen wir erstmal gar nichts, weil
Wir müssen jetzt erstmal tatsächlich hier verkaufen. Also Olivenöl kaufen wir jetzt auch nicht ein. Wir müssen erstmal wieder in die schwarzen Zahlen kommen. Und ein Gebäude ist eingestürzt. Oh, wie doof. Mein Observatorium. Ja, das ist doof, ne? Dann machen wir das anders. Dann bauen wir das Observatorium so hier auf. Aber ich habe im Moment kein Geld dafür. Nee. Ich muss es aber trotzdem bauen. So, kriegen wir denn nochmal von irgendjemandem Geld? Sakara? Nein. Türe? Auch nicht. Ja, wir sind da, glaube ich. Ah, hier. Wir können bei Knossos. Ja, ist direkt verbittert. Dann kriegst du jetzt Marmor. Großes Geschenk Marmor von mir. So, Karthage dankt für das Geschenk. Auch Knossos dankt für das Geschenk. So, ein bisschen Geld haben wir wieder in unserer Kasse, aber es ist immer noch sehr wenig. So, und die sind leider noch nicht entwickelt. Wie sieht das hier aus mit den Wissenschaftlern? Also Astronomie, da geht er jetzt gerade entsprechend entlang. Das war es gewesen. Ja, genau. Gut, dann hat sich das wieder erledigt. Ja, und da sollten wir jetzt hier unsere 40 Bewohner generieren können. Wir haben wieder etwas Geld. Wir können unseren ersten Fregattenhafen bauen. Sollte ich eben Triremhafen gesagt haben, so habe ich mich dann tatsächlich vertan. Da war ich bei Zeus. So, und wir kriegen nochmal von Knossos 1000 Drachmen. Vielen Dank. So, dann bauen wir jetzt hier den Fregattenhafen auf. So, wir bauen aber schon mal 2 Waffenschmieden hier auf. Und dann baue ich noch ein Warenlager hier auf. Hier kann jetzt die Rüstung angenommen werden und auch Bronze, jeweils immer zur Hälfte. Ja. So, dann kann man jetzt hier zum Beispiel noch mal Parkanlagen bauen, dann müssten sich die hier eigentlich entwickeln. Also wäre jetzt schön, aber sieht nicht danach aus. So, das müsste aber jetzt reichen. Wie sieht es denn aus? Ja, also wir haben die 40 Personen der Kategorie Residenz erreicht und ja, wir müssen doch hier ein paar Stadthäuser entwickeln lassen. Muss ich hier auch nochmal Parkanlagen bauen? Nein, Parkanlagen. Ja, das müsste aber jetzt, glaube ich, reichen. So, ja, wir müssen jetzt ein bisschen Bronze mal einkaufen, ne? Nutzt alles nichts. Wir kaufen mal 8 Barren ein. Dann haben wir hier für jede Waffenschmiede 4 Barren. Das müsste für unsere Triremen reichen. Ja, aber mit den Steuern, die wir jetzt hier einkassieren, erholt sich unsere Stadtkasse doch ganz gut. Wir sollten, glaube ich, noch mal ein bisschen Wolle auch einkaufen wieder. So, da wird die Bronze eingekauft. Das muss jetzt erstmal reichen. Ja, und mittlerweile haben wir schon 2000 Einwohner in unserer Stadt Kleitos. Ja, und wir haben schon wieder Jahresanfang. Wir nehmen wieder unsere Tribute entgegen. Ja, und das sieht ja alles gut aus. Da sind noch genug Waren drinnen. So, unsere Waffenschmieden arbeiten auch alle. So, könnten wir nochmal Olivenöl fordern. Memphis, wie sieht es aus bei dir? Nee, nur noch Nahrung. Okay. So, Wolle haben wir wieder im Warenlager. Auch hier wieder den Einkauf stoppen.
Dafür kaufen wir jetzt wieder etwas Olivenöl ein. Das ist so ein Hin und Her hier. Ja, und wir haben auch die 800 Personen in der Kategorie Stadthaus entsprechend erreicht. Wir brauchen jetzt nur noch unsere 3 Fregatten. So, unser Karrenschieber mit den Rüstungen hat endlich unseren Fregattenhafen erreicht. Da kommt auch schon die zweite Ladung. Ja, und wir sollten vielleicht auch noch etwas Orikal fordern, damit wir atlantisches Feuer auf unseren Fregatten haben. So, die erste Fregatte wird gebaut. Sehr gut. So, Olivenöl. Oh je, das müssen wir auch direkt wieder ausschalten. Guckt euch unsere Stadtkasse an. Ja, die erste Kriegsfregatte ist fertiggestellt. Wir schicken die Mannschaft nach Hause. Unsere Stadtkasse hat sich ein bisschen erholt. Wir können die nächste hier hinbauen. Das passt nämlich alles wunderbar. So, und dann kann die zweite gebaut werden. Das Holz wird schon geliefert. So, ja, die Rüstungen sind auch schon auf dem Weg. Das sieht gut aus. So, und die dritte, da müssen wir mal eben kurz gucken. Die kann, glaube ich, hier hin, ne? Ja, hier passt die dritte hin. Und dann können wir nämlich hier noch weitere Piere bauen. Ja, das ist gut. Ja, Orikal können wir noch gar nicht einkaufen. Das handelt nämlich noch keiner. Das wird wohl Atlantis sein. Also können wir unsere Kriegsfregatten noch nicht mit Orikal versorgen. So, ja, hier haben wir noch immer genug Waren in den Residenzen. Das können wir so lassen. Denke mir mal, wir müssen in der zweiten Episode dann halt hier die Händler bauen, aber jetzt brauchen wir es noch nicht. So, die Stadtkasse gefällt mir auch wieder. Dann können wir auch wieder etwas Wolle einkaufen. So, Holz und Rüstungen. Ne, Rüstungen sind, glaube ich, noch nicht eingelagert. Nein, noch nicht. Da müssen wir noch ein bisschen warten. So, da wird wieder Wolle eingekauft. Wein haben wir verkauft. Ja, das passt doch eigentlich ganz gut. Ich glaube, wenn die Wohnhäuser sich erstmal alle mit den Waren eingedeckt haben, dann brauchen wir erstmal nicht mehr so viel. Aber wie gesagt, am Anfang ist es doch schon echt anstrengend, wenn man so viele Waren braucht. Karthago kriegt jetzt nochmal Holz von uns. Ein großes Geschenk Holz. So, das neue Jahr hat begonnen. Wir kriegen wieder unsere Tribute. Ja, und Karthago dankt für das Geschenk. So, da kommen auch schon unsere Handelsschiffe wieder. So, und da wird auch unsere zweite Kriegsfregatte gebaut. So, und ist auch fertiggestellt. Nach Hause schicken, die Mannschaft. So, und jetzt können wir die dritte Kriegsfregatte bauen. Ich überlege gerade, ob man die nicht auch hier hinbauen kann. Das würde ich jetzt mal ausprobieren wollen, ob die Zuwegung passt. Das müsste hier, glaube ich, gehen, oder? Schauen wir mal. Das würde mich jetzt interessieren. Wenn wir jetzt hier... Das mal hier alles wegnehmen. Ja. Ja, das geht. Aber kommt sie denn dann hier raus? Doch, das müsste doch gehen, oder? Nee,
die passt nicht, da passt sie hin, aber das bringt nichts, dann kommt sie nämlich hier nicht durch. Okay, nee, das war nichts, das war ein Versuch wert gewesen. Dann bauen wir sie, wie wir eben schon vorgeplant haben, hier hin. So, wir bauen hier ein klein bisschen mehr Platz für das Pier, was ich hier noch bauen kann später. Ja, noch einen höher, nämlich so. Und dann können wir hier drauf. Und dann bauen wir hier auch noch entsprechend einen Architekten auf. Der kann so. Meine Idee war jetzt, ob hier 2 Piere hinpassen. Nee, da passt nur ein Pier hin. Okay, ja, dann können wir den Architekten hier hinbauen. Ich bin Poseidon. Wer mich verehrt, dem wird die See ein Freund sein. Ja, die Waffenlieferung für unsere Kriegsfregatte hier geht natürlich jetzt relativ schnell. Wir nehmen die 12 Stränge an von Karthago. Vielen Dank. Das Holz braucht jetzt ein bisschen länger. Da kommt es schon. Ja, und sobald hier unsere Kriegsfregatte gebaut ist, haben wir die erste Episode unseres Abenteuers, die Wiedergeburt von Atlantis, erfolgreich abgeschlossen. So, hier müssen wir aber jetzt wieder Olivenöl einkaufen. So, Arbeitsmarkt noch mal kurz gucken, das passt. Das sieht auch alles sehr gut aus hier. Ja, und da kommt jetzt das Holz für unsere Kriegsfregatte. Ja, und es wird kräftig gebaut. Ja, und da ist sie, die 3. Kriegsfregatte. Alle Ziele sind erreicht. Wunderbar. Stichwort Kleitos. Überall tanzen und singen Atlantiden auf den Straßen, denn Kleitos ist eine wahrhaft bemerkenswerte Stadt. Sie ist eine Bastion der Wissenschaft. Viele Besucher aus den 10 Königreichen strömen in Scharen herbei, um die Stadt mit eigenen Augen zu sehen. Doch was ist das? Probleme mit unseren ägyptischen Freunden? Es hat den Anschein, als würden die Ägypter Atlantis absichtlich den dringend benötigten Weizen vorenthalten, obwohl sie doch den wackeren atlantischen Forschern so viel verdanken, die das atlantische Wissen erst zu den Ufern des Nils brachten. Wie es scheint, haben die Ägypter die Preise der Waren, die für das Überleben von Atlantis notwendig sind, drastisch erhöht. Der große König Adlon höchstpersönlich hat geschworen, unseren ägyptischen Freunden einen Besuch abzustatten und an die wunderbaren Errungenschaften zu erinnern, die Atlantis ihnen gebracht hat. Ja, doch ein sehr anstrengender Start hier mit der Gründung unserer Stadt Kleitos. Aber wir haben alle Ziele erreicht. Die Basis ist geschaffen. Ja, und in der 2. Episode, die den Titel trägt Wachstum und Wohlstand für den Mittelmeerraum, werden wir Kleitos weiter ausbauen, ja, und auch mal nach unseren ägyptischen Freunden schauen, die die Preise für Weizen drastisch erhöht haben. Ich bin sehr gespannt, was uns bei der 2. Episode so alles erwartet. Ich hoffe, ihr seid mit dabei. Bis zum nächsten Wiedersehen und Hören wünsche ich alles Gute und sage Tschüss, euer Dominus.